How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Wenn du mir deine Anteile an LCL nicht überschreibst, bring ich dich in den Knast. Was bietest du? Er will mich heiraten. Frank, bitte, tu's nicht. Du bist verrückt, Charlie Schneider. Und unreif und gemeingefährlich. Das versteht keiner so gut wie ich, wenn du jetzt einfach die Schnauze voll hast von mir. So schnell willst du mich nun auch wieder nicht los. Was hältst du davon, wenn wir beide mal wieder verreisen, nur du und ich, hm? Entschuldigt mich, aber ich möchte nur sehr ungern auf den Esstisch kotzen. Was hat Elisabeth gemeint? Hm? Na los, sag schon, was hat sie gesehen in der Bibliothek, hm? Na komm, Tanja, sag's doch einfach. Tja, dann möchte ich euch mal nicht länger stören. Schönen Abend noch. Und? Hat sie's denn wenigstens gelohnt? Hallo. Charlie? Hallo. Oh, das müssen ja wichtige Neuigkeiten sein. Ich stehe schon gefühlte 5 Minuten hier. Vor ein paar Tagen habe ich gedacht, es kann nicht schlimmer kommen. Aber ich habe mich getäuscht. Hier. Erwarten Sie große Dinge. Heute ist alles möglich. Seit wann liest du denn bitte dein Horoskop? Es wird passieren. Und zwar heute. Was jetzt genau? Die Apokalypse? Schlimmer. Frank hat angekündigt, dass er mich noch mal fragen wird, ob ich ihn heirate. Naja, und dem Horoskop zufolge wird das heute sein. Und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das klingt, als wäre eine feindliche Armee, die gerade einen Angriff auf dich plant. Herrgott, ich habe ihm gesagt, dass ich noch nicht so weit bin. Weißt du, wozu Horoskope eigentlich gut sind? Um nasse Schuhe damit auszustopfen. Außerdem hast du ihm selber gesagt, dass er dich wieder fragen darf. Aber doch nicht schon nach ein paar Tagen. Gott, du benimmst dich wie ein neurotischer Teenie. Das ist Unsinn, Bella. Nein, du sitzt hier, du bist komplett durch den Wind und du glaubst Dinge, die in so einem Horoskop stehen. Das kann alles Mögliche bedeuten. Weil ich Frank kenne. Dieser Mann ist hartnäckig. Ich bin alles andere als neurotisch. Stimmt, du bist komplett ballerballer. Bella, man muss das Leben doch nicht unnötig verkomplizieren. Ist doch schön, so wie es ist. Außerdem heiraten. Mein Gott, ich bin ein Kind der Flower Power Zeit. Du bist ein Angsthase. Außerdem gibt es eine ganz einfache Lösung, wenn du nicht wieder gefragt werden willst. Ach, Sag das nächste Mal einfach ja. Charlie. Helmke. Die Frau wohnt hier. Die hat einen Schlüssel. Hallo. Bella ist noch nicht da. Sind das Glückskekse? Ich will nicht drüber sprechen. Gut verstehen. Das ist nur eine Frage, aber hatte Charlie nicht Nein gesagt? Sehe ich aus wie ein Windbeutel, der beim ersten Nein gleich aufgibt? Es könnte ja sein, dass Sie darauf stehen, ständig eine Abfuhr zu kassieren. Irgendwann sagt sie ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wird ein Antrag, mit dem die Frau im Leben nicht gerechnet hat. Hier. Sehr schmeichelhaft, aber ich bin leider schon vergeben. Ich muss ablehnen. Schade. Schnösel. Dafür bin ich bekannt, Bulle.
Diese Dinger sind störrischer als jeder Kleinkriminelle bei der Festnahme. Ich habe gehört, im Internet gibt es Rezepte für alles. Sie könnten doch selbst welche backen. Hören Sie, ich weiß Ihre Bemühungen um Smalltalk wirklich zu schätzen. Aber ich hatte heute eine Razzia, 2 Festnahmen. Und das BKA hat mich von einem Fall abgezogen, an dem ich seit Wochen dran bin. Das klingt nach einem richtig guten Tag. Ich sehe, wir verstehen uns. Das kann ja wohl nicht so kompliziert sein. Also, ich kann es nicht mehr länger mit ansehen. Das heißt, Sie helfen mir. Das heißt, ich bin weg. Mein Gott, Sebastian, das war nur Sex. Nur Sex. Ich habe mit Ansgar geschlafen, weil ich eine scheiß Angst hatte. Deshalb musstest du gleich mit ihm in die Kiste springen. Ich habe versucht, dich anzurufen. Du warst nicht da. Weil ich gerade verhandelt habe für dich, und zwar mit Ansgar. Und woher sollte ich das wissen? Du hättest mit mir reden können. Aber nein, du rennst natürlich zu Ansgar und lässt dich von ihm vögeln wie eine gottverdammte Nutte. Ich bin dein Mann. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Mir stand das Wasser bis zum Hals. Ansgar hatte mich in der Hand wegen Steuerhinterziehung und er wollte mich in den Knast bringen. Tanja, man kommt aber nicht einfach mal so in den Knast wegen 2 Millionen Euro. Ja, das sagst du, aber ich bin vorbestraft. Und du kennst Ansgar. Was ist, wenn er es geschafft hätte? Was? Ich konnte einfach nur noch daran denken, dass ich Emma verliere. Hannes, dich. Du betrügst mich, weil du mich nicht verlieren wolltest. Sag mal, wie skurril wird das hier eigentlich noch? Und ich wollte meine Firma nicht verlieren. Na, da sind wir doch endlich beim Punkt. Sag das doch gleich. Vorschlag, lass dich doch auch noch von deinen Lieferanten vögeln. Vielleicht bekommst du Sonderkonditionen. Wie gesagt, ich konnte nicht wissen, dass du schon dafür gesorgt hast, dass Ansgar mich in Ruhe lässt. Genau das ist das Problem. Du hast es mir nicht mal ansatzweise zugetraut. Oben in der Suite liegt der Vertrag. Geschäftsführerposten. Anteile. Ist doch alles geregelt. Ich weiß. Dafür bin ich dir dankbar. Keine Sorge. Du musst dafür nicht gleich mit mir schlafen. Dr. Mengel, ich hab die Termine soweit vorbereitet. Ich noch einmal drüber. Hey, Ricky. Was machst du denn hier? Ich habe auf dich gewartet. Die Schwester hat gesagt, du hast noch eine Not-OP. Eine Nachricht für Sie, Dr. Mendes. Ja, danke. Seit wann arbeiten hier eigentlich nur so alte Schachteln? Ich dachte immer, Krankenschwestern sind jung und knackig und haben kurze Schürzen an. In welchem Film, Jessie? In einem. Ah, verdammt. Was? Ich habe ein Zimmer reserviert für die Nacht. Jetzt haben die doppelt gebucht und ich stehe wieder auf der Straße. Ich bin obdachlos. Doch bei uns auf dem Sofa in der WG. Vielen Dank, aber meine WG-Zeiten sind so lange her, ich kann mich selber nicht mehr dran erinnern. Also so alt bist du jetzt auch wieder nicht. Danke. Weswegen ich eigentlich hier bin. Ich wollte mit dir noch mal über diese Schlankheitspillen reden. Ich weiß, es ist ein Teufelszeug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man kann so viel essen, wie man will und nimmt trotzdem ab. Ricky, das machen alle Models. Ja, nur die mit den falschen Ärzten. Jetzt sei doch mal nicht so spießig. Jessie, guck dich an, du hast es überhaupt nicht nötig. Wenn ich dein Bindegewebe hätte, würde ich das auch sagen. Mann, ich habe wirklich überhaupt keine Zeit für sowas. Ja? Ich muss mir ein Zimmer suchen. Ich sitze auf der Straße, ich bin obdachlos. Und wenn es so weitergeht, dann penne ich heute Nacht unter einer Brücke. Und das ist dann noch schlimmer als eine Nacht bei euch in der Chaos-WG, ja? Jetzt hör mir zu, Sebastian. Das mit Ansgar, das hatte nichts mit uns zu tun. Das war Geschäft. Sonst nichts.
Willst du mich eigentlich verarschen? Oder verarschst du dich gerade selbst? Sag mal, willst du mich nicht verstehen? Ansgar hätte mir alles weggenommen. Das letzte Mal, als ich mit ihm geschlafen habe, da hast du mir geglaubt, dass es nichts zu bedeuten hat. Ja, schön, dass du es nochmal erwähnst, aber damals wusste ich auch, dass du mich bestrafen willst. Das hier ist doch was ganz anderes. Du bist zu ihm gerannt, weil du mir nicht vertraust. Ich vertrau dir. Und warum steigst du dann mit ihm in die Kiste? Wir wollten ihn gemeinsam fertig machen. Du und ich. Als Team. Aber da scheißt du jetzt drauf. So wie du auf alles scheißt, wenn es dir in die eigene Haut geht. Fass mich nie an. Ja, jetzt weißt du es also. Was ist? Willst du mir jetzt eine reinhauen? Tu dir keinen Zwang an. Komm, bringen wir es hinter uns. Tja. Ach, jetzt komm schon. Wenn es ohnehin jetzt alle wissen, dann können wir es doch jetzt auch öffentlich miteinander treiben. Du widerliches Stück Dreck. So, also ich denke, Ihr Tisch wird in einer Viertelstunde frei sein. Ich lasse Ihnen von Xavier schon ein paar kleine Häppchen bringen, ja? Bisschen schreckhaft heute, was? Nein, ich. Na, hör mal, ich mach mich doch hier nicht mit dem Strauß Rosen zum Kasper von deinen Gästen. Das habe ich auch gar nicht gedacht. Natürlich nicht. Hör mal, ich hab Mordshunger, aber, weißt du, irgendwie nicht so auf so einen Schnickschnack heute, weißt du? Oh, ist das ein Angriff auf meine gute Küche? Was hältst du davon, wenn wir uns auf dem Heimweg irgendwas zum Mitnehmen organisieren? Sagen wir mal, beim Chinesen? Ja, meinetwegen. Weil du es bist. Was soll das? Ich auch. Ja, ich auch, da fahren wir zusammen. Also morgen um wie viel Uhr fängst du an? 10 Uhr fange ich schon an. War ein langer Tag. Ja, heute fiel der Typ auf der 6, ne? Hat mich auf Trab gehalten. Aber das reicht schon. War ich heute ruhig. Aber morgen. Ja, Ja. okay. Tschüss. Guten Abend. Tschüss.
Jo, schönen Feierabend. Tschüss. Ja, gleichfalls. Ciao, später. Sie sind noch hier? Ja, ich muss noch kurz was erledigen. Dann bin ich auch weg. Dann schönen Abend noch. Ja, wünsche Ihnen auch. Dr. Pansker, bitte kommen Sie auf Station C. Das ist definitiv besser als unter der Brücke. Dr. Mendes, was machen Sie denn hier? Na, das Bereitschaftszimmer war belegt und ich habe doch Nachtschicht. Nein, haben Sie nicht. Dr. Voss ist diese Woche eingeteilt. Ja? Ja. Ja, Rebecca, schade, dass ich dich nicht persönlich erwische. Also es ist kein Notfall, aber wenn du das abhörst, dann ruf mich doch bitte zurück. Das ist vielleicht eben doch ein Notfall. Ja? Ja, genau. Du siehst aus, als würdest du gleich mit dem Kopf auf die Tischkante fallen. Schlafen ist auch eine Lösung. Ja, Schlaf ist für mich allerdings ein Thema. Die Frage ist nur, wo. Du hast nicht zufälligerweise einen Hotelgeheimtipp, oder? Ah, auch ein Opfer der Messe? Sieht ganz so aus, ja. Tja, Parkbank? Ja. Außer du nimmst mich mit nach Hause. Schade. Ich habe heute leider schon was anderes vor. Ja, das war jetzt auch ein bisschen spontan, ne? Mit Spontanität habe ich eigentlich kein Problem. Aber meine Schwester aus Wattenscheid ist zu Besuch. Ja, dann vielleicht ein andermal. Vielleicht. Die Premiere stoßen wir jetzt erstmal an. Wer hätte gedacht, dass ich dich mal bei der Polizei auslöse? Ja? Ich wollte eigentlich zu Charlie. Die ist im Bad. Ja, wenn Sie warten wollen. Nein, nein, danke, das hat sich erledigt. Danke. Ich glaube auch. Ja, kann ich ihr was ausrichten? Nicht nötig. Hallo? Überraschung! Oh, oh. Ich hab aber auch nicht Geburtstag oder so. Mit die haben wir auch gar nicht gerechnet. Du tust es schon wieder. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was hast du diesmal erwartet? Hm?
Dass ich ein Blütenmeer über deine Wohnung ausgieße, während du im Bad bist? Quatsch, ich hab gar nichts erwartet. 3, 1, 2? Ja. Gib's zu. Seit ich letzte Woche gesagt habe, dass ich dich wieder frage, erwartest du meinen nächsten Antrag hinter jeder Ecke. Jetzt fällt dir nichts ein, Helmke. So ein großes Ereignis war das auch nicht letzte Woche. Na, das ist ja gut. Wäre auch ein bisschen paranoid. Na, mehr als ein bisschen. Au, Mann! Ich wollte doch noch anstoßen, bevor wir essen. Alles okay? Alles gut. Nein, Olli hängt in Heathrow fest und kommt erst morgen. Ja, aber dann können wir uns doch auch über das Chili hermachen. Extra scharf, habe ich für Olli gekocht. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Ich habe tatsächlich kein Hotel mehr für die Nacht gefunden. Und da dachte ich, na, wenn das Angebot noch gilt. Ja klar, penn doch hier auf dem Sofa. Oder, Leute? Ja, sicher. Echt? Danke, also ihr rettet mir echt den Arsch. Ich habe gerade eine 5-Stunden-Not-OP hinter mir und ich bin einfach nur Der Sekt ist doch auch schon auf. Denkt ihr das, was ich denke? Ja, mit so einem Spezialgast, da feiern wir doch erst recht eine Party, oder? Ja! Aber da kannst du auch noch, wenn du tot bist, Alter, mach aufwachen! Wow. Ihr beide lasst ja echt die Kuh fliegen. Weißt du, was das Bescheuerte daran ist? Dass ich sie liebe. Warum bist du eigentlich so nett zu mir? Das fragst du im Ernst? Ich meine, wir leben zusammen, bekommen ein Kind. Ich glaube, das sind genug gute Gründe, oder? Aber ich mach's dir nicht immer leicht. Ich würde eher sagen, du machst es dir selbst nicht leicht. Nenn mich nicht Schatz. Aber du bist der einzige Mann, der mich wirklich gut kennt und trotzdem verrückt genug ist, mich zu lieben. Sebastian, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Was denn? Kein suffisanter Kommentar? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Ich habe noch nie nachgetreten, wenn der Gegner am Boden liegt, Tanja. Das ist unsportlich. Abgesehen davon ist es ja nicht das erste Mal, dass ihr beide euch meinetwegen streitet. Du hast dein Seppel doch bis jetzt immer noch in den Griff gekriegt. Was denn? Diesmal nicht? Aber hatte er so einen schönen Vertrag für dich ausgehandelt? Hättest deine Anteile behalten können und deinen Job? Egal, was passiert, Ansgar, wir kriegen dich ran. Wir? Wie viel Wir gibt's denn noch bei euch beiden? Weißt du was? Quatsch dich einfach selbst so. Ihr geht's momentan ganz gut, oder? Wieder an Hagen denkt.
Wo ist eigentlich Max? Onkel Justus hatte so ein schlechtes Gewissen, dass er mir nicht helfen konnte, als ich Sport machen wollte, dass er gleich darauf bestanden hat, den Kurzen zu sich zu nehmen. Über Nacht. Hey, 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 nicht einschlafen hier, oder? Komm, tanzen, das bringt dich wieder auf die Beine. Ja. Andi und den guten Wodka. Und auch Olli, der eine Nacht am Flughafen verbringen muss, der Ärmste. Der Ärmste, hast du eine Ahnung, wie der gucken will? Oh, hier wieder aufkreuzt. Also, ich meine, eins muss man euch lassen. Feiern könnt ihr. Ja, was hast du denn gedacht? Ehrlich gesagt war ich vorhin zu müde zum Denken. Ja, das kennt Andi, ist bei ihm Dauerzustand. Ey, Vorsicht, Blondine. Uiuiui, ich zitter schon. Wer will noch ein? Ich. Was ist? Erst das super Essen und dann die Spontanparty. Ich muss zugeben, seitdem Timo und Leonie in Paris sind, hatte ich nicht mehr so viel Spaß. Das hättest du aber auch alles ohne Odysseus durch Absteigen haben können. Odyssee. Prost. Suchst du was? Das ist lecker, aber ich bin jetzt auch satt. Aber so einen Glückskeks würde ich noch essen. Sieht ja ganz angeknallt aus. Das ist schön. Das glaube ich jetzt nicht. Steter Tropfen hüllt den Stein. Ach, nee. Vielleicht noch einen. Die sind wirklich gut, die Dinger. Jetzt bin ich wirklich pappsatt. Ich geh mal in die Dusche. Ja? Bis gleich. Die Frau macht mich wahnsinnig. Also der Skorpion sagt zum Frosch, Frosch nehme ich mit übers Wasser. Und der Frosch sagt, nee, mach ich nicht. Wenn ich dich mitnehme, dann stehst du mich. Ja, aber wenn der Frosch stirbt, dann saufen sie doch alle beide ab. Ja. Und genau damit kriegt der Skorpion den Frosch auch. Und er verspricht ihm natürlich Sex, Geld, Macht, ewige Liebe. Das ganze Programm. Kenn ich. Ja, der Frosch hat sich eben breitschlagen lassen, weil er kein Unfrosch sein wollte. Also springt der Skorpion beim Frosch hinten drauf und die beiden schwimmen los. Und ich sagte, das wird die Überfahrt ihres Lebens. Der Skorpion sagt sogar zum Frosch, hey Frosch, weißt du, ich habe es noch nie jemandem gesagt, aber ich liebe dich. Und der Frosch fährt drauf ab. So ein Vollidiot. Kurz bevor die beiden am Ufer ankommen, der Frosch sagt zum Skorpion auch, hey Skorpion, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Sticht der Skorpion zu. Wieso? Ja. Und das war's, beide saufen ab. Bleibt die Frage, warum der Skorpion zugestochen hat. Weil er ein Skorpion ist. Ihr seid ja immer noch da. Räum auf und schmeiß schon mal die Kaffeemaschine an. Tristan? Hm? Das ist die beschissenste Geschichte, die ich je gehört habe. Ja, ich weiß. Weil sie wahr ist.
Schläft er noch? Hast du was an den Ohren? Der schnarcht, dass sich die Balken biegen. War eine lange Nacht. Ricardo ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, manchmal ist der Alte auch Wurst. Wie viel Uhr ist es? 9. Tatsache. Gibt's ja gar nicht. Hast du verschlafen? Nee, das nicht, aber das ist das erste Mal seit Urzeiten, dass ich so lange schlafe. Normalerweise bin ich selbst nach der Spätschicht spätestens um 6:30 wach. Das heißt, auf unserem Sofa schläft sich gut. Oder es liegt an den guten Vibratoren der WG. Vibes, Jessie. Vibes. Eins von beiden. So, jetzt lasst uns bitte aufräumen, weil ich muss gleich zur Arbeit. Jo, ich auch. Ich muss Max abholen. Halt. Alle entspannen sich jetzt mal. Das mache natürlich ich. Was, im Ernst? Ja, klar. Also, kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft und den gestrigen Abend ist das ja wohl das Mindeste, was ich mache. Solche Supergäste habe ich gern. Ja, geil. Robin, Morgen, Bella. Frank schon weg? Nein, noch im Bad. Wann bist du denn gestern Abend nach Hause gekommen? Und wie geht's Olli? Du, der ist gar nicht gekommen, der hängt noch am Flughafen fest. Ach, der Arme. Aber ihr habt natürlich trotzdem gefeiert. Natürlich. Und? Hatte dein Horoskop recht? Bist du schon verlobt? Wann kommt Olli denn jetzt an, Bella? Hey, jetzt lenk nicht ab. Aber mein Lieblingsneffe hängt auf dem Flughafen fest. Ich mache mir Sorgen. Ha? Also gut, ich habe mich wie eine hysterische Gans benommen. Er hat gar nicht gefragt. Kann es sein, dass du enttäuscht bist? Nein. Bella, natürlich ist es schmeichelhaft, wenn einem ein Mann so unbedingt haben will. Aber ich möchte Frank ja auch nicht ständig Körbe geben müssen. Ja, du kennst die Lösung. Ja, es ist nicht so einfach, Ja zu sagen. Außerdem kennen wir uns ja auch noch gar nicht so lange. Und der Mann ist auch ein ganzes Stück jünger. Wie ich gesagt habe, Angsthase. Ich glaube einfach nicht an Beziehungen. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe, ist es schiefgegangen. Du musst ja auch nicht an Beziehungen glauben. Nur an Frank. Wenn du die ganze Zeit wegläufst, dann kann ich dich gar nicht richtig anziehen, weißt du? Mäuselein. Bist du traurig, dass der Papa nicht da ist? Das bin ich auch. Weißt du, diesmal habe ich richtig Mist gebaut und es ist meine eigene Schuld, dass er weg ist. Aber Die Blume ist nicht mehr da. die ist auch nicht mehr da, da hast du recht. Emma, so ist gut. Auch. Hör zu. Manchmal ist es so, da baut deine Mama Mist. Diesmal war es so. Aber ich verspreche dir, ich mache alles, wenn wir drei wieder zusammenkommen. Nicht die Schuhe anziehen. Doch, die Schuhe, die brauchst du auch noch, Mäuschen. Hallo, mein Spatz. Hallo. Ist alles in Ordnung? Wo warst du? Ich war unter der Dusche. Ich habe mir Sorgen gemacht, Sebastian. Sollen wir was lesen? Ja. Ja?
für Glückskeks? Ja, ich brauchte Nervennahrung. Na, da war der Keks ja genau das Richtige. Das ist dann wohl ein Nein. Frank, es tut mir leid. Ist ja nicht so, als wenn ich mit einem Nein nicht gerechnet hätte. Ich habe dir Rührei gemacht. Hör mal. Du flatterst aber nicht wie ein schuldbewusstes Huhn jetzt den ganzen Tag um mich rum, oder? Nein, ich... Hör mal. Du kannst Nein sagen. Ich frage dich und du antwortest. So läuft das Spiel. Ist ja denn, du möchtest, dass ich gar nicht mehr frage. Nein, auf keinen Fall. Das war deutlich. Der Keks, das war eine unheimlich originelle Idee. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was dir als nächstes einfällt. Du hast es nicht anders gewollt. So, ich weiß, dass wir nicht einfach so tun können, als wäre nichts passiert. Wenn du Abstand brauchst oder Zeit, dann verstehe ich das. Das ist okay. Das ist nett von dir. Sebastian, ich will unsere Ehe retten. Ich weiß, dass wir das schaffen. Ansgar ist Chef von Lahnstein Enterprises. Vielleicht wendest du dich in Zukunft besser an ihn. Ansgar ist eine selbstverliebte Wurst. Es ist mir scheißegal, wie viel Macht er hat. Das hat ja nichts mit ihm zu tun. Ich habe gedacht, dass ich alles verloren habe. Ich habe mich hilflos gefühlt, Sebastian. Ich hatte eine scheiß Angst. Ich habe gedacht, er ist meine einzige Chance. Weil dein Mann dir natürlich nicht helfen kann. Was bin ich eigentlich für dich? Ein Weichei? Ein guter Mensch. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Komm schon, du weißt, wie ich das meine. Was willst du von mir hören? Dass ich dich brauche? Dass du mein Kompass bist, dass ich durchdrehen würde ohne dich? Ja. Ja, genau so ist es. Aber eigentlich auch nicht das, was ich sagen will. Was denn, Tanja? Hm? Was? Was könntest du mir sagen, das du mir nicht schon 1000-mal gesagt hast? Dass ich dich liebe. Nee. Das mit der Couch hat wohl doch noch geklappt, was? Ja. Schön. Ja, finde ich auch. Ein bisschen luftig um die Hüften vielleicht. Hm? Soll ich Ihnen vielleicht was leihen? Ach, für uns Mallorquiner ist das die typische Freizeitbekleidung. Ach so. Hm. Kann ich vielleicht sonst irgendwas? Danke, danke. Ich komme bestens klar.
Freut mich. Schönen Tag. Gleichfalls, gleichfalls. Shit. Kannst du vielleicht mal was sagen? Was soll ich denn sagen? Unsere Ehe muss da in einen Abgrund geraten, damit du mir sagen kannst, dass du mich liebst. Du weißt, dass ich nicht wirklich gut in sowas bin. Ja, das weiß ich. Aber nur weil ich es nicht sage, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist. Ich weiß, ich liebe dich ja auch. Ich habe einen Fehler gemacht, das mit Ansgar. Es geht doch nicht um Ansgar. Es geht auch nicht darum, ob ich dir glaube, dass du mich liebst. Es geht um Vertrauen. Ich vertraue dir. Tanja, bitte. Du verlässt dich auf niemanden außer auf dich selbst. Bis du dann irgendwann merkst, dass du nicht mehr weiterkommst, dass du gegen eine Wand rennst, dass du nicht mehr gewinnen kannst. Und dann wirst du ewig und immer wieder dasselbe tun. Aus lauter Angst zu verlieren, ordnest du dich dann blind demjenigen unter, der dir am mächtigsten erscheint. Warum machst du das? Weil es dein Charakter ist. Weil du das bist. Ja, aber ich versuche ja, mich zu verändern. Es ist egal, ob du das versuchst oder nicht. Du wirst dich nicht ändern. Und ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann das einfach nicht mehr. Aber und ich habe die ganze Zeit noch geglaubt, wenn ich einfach nur hingehe und dich liebe und dich die ganze Zeit liebe, niemals aufhöre, dich zu lieben und dich immer weiter liebe, dann schaffen wir das. Aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Was genau willst du mir gerade sagen? Ich will die Scheidung.